Hallo Rhino-Freunde, ich bin der Klaus. Ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Schraube maßgerecht und mit möglichst wenig Aufwand zeichnen kann. Außerdem machen wir das so, dass die Schraube eventuell nachträglich noch verändert werden kann, zum Beispiel in der Länge oder mit einem anderen Kopf versehen werden kann. Dazu blende ich jetzt mal eine Maßtabelle ein. Hier sehen wir, der Nenndurchmesser dieser Schraube, die ich hier als Beispiel genommen habe, ist 10 mm. Die Steigung von Gewindegang zu Gewindegang ist 1,5 mm. Der Kerndurchmesser zum Gewindegrund, der ist 8,16 mm. Der Flankenwinkel dieses Profildreiecks ist bei einem metrischen Gewinde 60 Grad und am Gewindegrund sehen wir noch einen kleinen Radius, der ist bei M10 ungefähr 0,2 mm. Die Maße des Schraubenkopfes schauen wir uns dann später nochmal an. Ich schließe das wieder und wir gehen dazu über, die Schraube zu konstruieren. Dazu brauchen wir als erstes einmal einen zylindrischen Schraubenschaft. Ich blende das aus und wähle Volumenkörper, Zylinder, Nullpunkt, 10 Durchmesser und die Länge des Zylinders wähle ich mal, sagen wir mal, 2 mal 40 mm. Zweimal deswegen, weil ich die untere Hälfte des Zylinders mit Gewinde versehen will und die obere Hälfte bleibt frei. Um den Zylinder mit Gewinde zu versehen, brauchen wir ja ein Abzugprofil. Und das ist dieses dreieckige 60 Grad Profil. Da zeichne ich jetzt Kurve, Polygon, Seitenzahl 3 und zeichne jetzt hier das Dreieck, so. Und am Gewindegrund, dieser Radius von 0,2, den müssen wir natürlich an dem Dreieck auch anbringen. Kurve, Kurven verrunden, erste Radius 0,2 eingestellt, erste Kurve, zweite Kurve und schon haben wir den Radius. Um dieses Dreieck jetzt um diesen Schaft wickeln zu können, brauchen wir eine Wendel. Diese Wendel ist eine Helix, keine Spirale, wie sie oft im Volksmund genannt wird, sondern es ist eine Helix. Diese Helix fangen wir hier an und klein wenig über die Mitte und den Durchmesser wählen wir einfach mit dem Durchmesser dieses Zylinders. Es kommt aber nicht so genau drauf an. So, ich bin hier etwas höher gegangen, weil ich das obere Ende dieser Wendel etwas erweitern möchte, damit das Gewinde einen schönen Auslauf hat. Also markiere ich das, transformieren, verjüngen, von hier bis hier. Ursprüngliche Weite ist dieses, gewünschte Weite ist dieses. Jetzt muss ich nur noch hier unten mein Dreieck an die richtige Position bringen. Jetzt wähle ich hier unten Quadrant als Objektfang aus. Der Quadrant ist nämlich dieser Punkt links am Radius. Jetzt wähle ich mein Dreieck und sage transformieren, verschieben. Startpunkt ist dieser Quadrant. Neuer Standort ist die Hälfte des Kerndurchmessers. Also statt 8,16 4,08, 4,08 und der y-Wert ist bei minus 42 und schon haben wir das Dreieck richtig angeordnet. Jetzt führen wir das Dreieck dieser Wendel entlang mit dem Befehl Fläche aufziehen an einer Leitkurve. Leitkurve auswählen, Querschnittskurve wählen, zweimal bestätigen und schon sehen wir, dass das nicht recht ordentlich gemacht wurde. Und zwar aus dem Grund, weil wir hier oben bei Optionen auf Freiform stehen und wir müssen als Ebene diese Konstruktionsebene drauf angeben. Also wählen wir hier parallel zur Konstruktionsebene drauf, Vorschau und schon sehen wir, dass das stimmt. Sollte man meinen, wir können einfach dieses Gebilde, das wir gerade erzeugt haben, von unserem Schaft abziehen.
Das geht aber leider noch nicht, denn wir haben hier eine Fläche konstruiert. Denn wenn man eine Kurve in die Länge zieht, dann entsteht eine Fläche. Um aus dieser Fläche einen abzugfähigen Flächenverband zu machen, müssen wir diese Fläche schließen. Das machen wir mit Volumenkörper, Deckfläche auf planare Öffnung setzen und schon haben wir die Deckfläche hier und wir haben aus der Fläche einen Flächenverband gemacht, den wir jetzt von unserem Zylinder abziehen können. Wir wählen Zylinder, Volumenkörper, Differenz, wählen unseren Abzugkörper, bestätigen und schon haben wir unseren Abzugkörper von dem zylindrischen Schaft abgezogen. Den Abzugkörper verschieben wir jetzt in die Ebene Abzugkörper, indem wir hier unten auf Standard gehen, den Abzugkörper auswählen, Standard, Abzugkörper einmal anklicken. Jetzt können wir den Abzugkörper hier oben deaktivieren. Die Kurve und das Dreieck können wir löschen und schon sehen wir, wie schön unsere Schraube geworden ist mit einem schönen Auslauf am Ende hier oben. Jetzt haben wir nur hier unten noch eine scharfe Kante. Die möchte ich noch mit einer Phase versehen und gleichzeitig möchte ich die Schraube kürzen. Und dazu konstruiere ich einen Abzugkörper mit Polylinie. Von der Mitte aus eine Linie bis knapp zum Kerndurchmesser, dann 30 Grad nach oben, so wie das Gewinde ist. Und wieder zur Mitte. Diese Kurve kann ich jetzt um die Mittellinie rotieren. Dann bekomme ich eine Fläche, Rotation, Kurve zum Rotieren auswählen, Rotationsachse auswählen, Startwinkel 0 und Endwinkel, also 360 Grad. Dann ist es ein Flächenverband, den ich von meinem Schraubenkörper abziehen kann. Sagen wir mal, ich möchte die Schraube jetzt um 10 mm kürzen, dann schiebe ich das hoch bis hier, wähle meine Schraube, sage Volumenkörper Differenz, Abzugkörper wählen und schon habe ich die Schraube gekürzt und schön angefasst. Den Überstand kann ich löschen, meinen Abzugkörper schiebe ich in die Ebene Abzugkörper, die schon deaktiviert ist, darum sieht man ihn jetzt schon nicht mehr. Und hiermit ist mein Schraubenschaft fertig. Als nächstes möchte ich jetzt den Schraubenkopf konstruieren. Dazu schiebe ich den Schraubenschaft in die Ebene Schraubenschaft und blende sie aus. Jetzt blende ich kurz meine Maßtabelle nochmal ein. Jetzt sehen wir hier die Maße des Schraubenkopfes M10, Schlüsselweite 17 mm, die Höhe des Kopfes 6,4, die Auflagefläche am unteren Ende des Kopfes Durchmesser 14,6 als Minimum, die Höhe der Auflagefläche 0,4 und eine Rundung vom Schaft zum Kopf mit 0,5 mm. Blende ich wieder aus und fange an, den Kopf zu konstruieren. Mit Kurve, Polygon, Mitte Radius, Seitenzahl 6, außenliegend, Mitte, Höhe, also die Höhe ist die Hälfte der Schlüsselweite, in dem Fall also 8,5. Und jetzt runde ich das Sechseck noch etwas ab. Kurve, Eckpunkte verrunden, wählen, 1 mm können wir lassen. So, um jetzt aus diesem Sechseck einen Schraubenkopf zu machen, machen wir daraus einen Volumenkörper, indem wir die planare Kurve gerade extrudieren. Sagen wir mal auf 8 mm, weil wir ja oben noch etwas abziehen müssen. Als nächstes mache ich gleich unten meine Auflagefläche, auch wieder Zylinder,
Mittelpunkt Minimum 14,6, also sagen wir mal großzügigerweise 15 mm Durchmesser. Dann die Zylinderhöhe 0,4, das ist jetzt zweimal 0,4. Das macht nichts, da markieren wir beide und fügen sie zusammen zu einem Körper. Vereinigung. So, das Sechseck kann ich löschen. Hier oben konstruiere ich wieder meinen Abzugkörper mit Polylinie, Mittelpunkt, Schräge 30 Grad, Mittelpunkt. Fertig. Das rotiere ich jetzt wieder mit Fläche, Rotation, Achse, einmal ringsrum von 0 Grad bis 360 Grad, Kurve lösche ich, Abzugkörper senke ich so weit, dass 6 mm überbleiben. Jetzt markiere ich den Kopf, sage Volumenkörper, Differenz, Abzugkörper und schon ist mein Kopf fertig. Den Abzugkörper schiebe ich in die Ebene Abzugkörper. Schauen wir uns den Kopf an, schon sehr schön. Nur hier haben wir noch ziemlich scharfe Kanten, also sage ich Volumenkörper, Kanten verrunden. Nehmen wir mal 0,15 mm. Kanten wählen, wähle ich alle, bestätigen und schon ist unser Kopf gerundet und schaut sehr gut aus. Den Kopf, den möchte ich ja auch behalten, den schiebe ich auch in die Ebene Sechskantkopf, so. Und wenn ich jetzt eine Schraube zusammenfügen will aus dem Schaft und dem Kopf, dann aktiviere ich den Schaft und markiere beides und kopiere mir das in die Ebene Standard, indem ich sage kopieren am Ort. Jetzt ist das Ganze zweimal übereinander vorhanden und einmal schiebe ich das jetzt in die Ebene Standard, indem ich hier auf Standard klicke und schon ist das in der Ebene Standard, aber auch noch in den Ebenen Sechskantkopf und Schraubenschaft. Jetzt mache ich meine Schraube fertig, indem ich den Kopf an die richtige Stelle setze. Wenn ich jetzt eine Schraube haben will, zum Beispiel M10 x 50, dann kann ich den Kopf hier hinsetzen und sage Schraube, Differenz, Kopf, bestätigen, Überstand löschen, beides markieren und zusammenfügen, Vereinigung. Was muss ich noch machen? Den Radius vom Schaft zum Kopf, Volumenkörper, Kanten verrunden. Der Radius ist 0,5, die Kante ist diese hier. Bestätigen und schon ist meine Schraube fertig. Die Schraube schiebe ich jetzt auch in die Ebene Schraube fertig und blende sie aus. Jetzt brauchen wir noch die Schraubenmutter M10 und die Mutter ist genauso wie der Schraubenkopf mit Schlüsselweite 17 versehen und hat eine Höhe von 8 mm. Also Kurve, Polygon, Mitte Radius, Seitenzahl 6, außenliegend, Mittelpunkt, wieder 8,5 mm, wieder runden, Kurve, Eckpunkte verrunden, 1 mm wieder, das Sechseck wieder zum Volumenkörper in die Höhe ziehen, planare Kurve extrudieren, gerade, also diese planare Kurve extrudieren, beide Seiten 2x5. Jetzt muss ich nur noch die Schraube auf die richtige Höhe bringen und mit dieser Schräge versehen
und auch gleichzeitig eine kleine Phase für das Innengewinde anbringen. Das mache ich folgendermaßen, wieder mit einem Abzugkörper von Mitte aus bis zum Kerndurchmesser. Jetzt bis hierher und wieder 30 Grad absenken und jetzt bis zur Mitte und das Ganze wieder rotieren. Fläche, Rotation, 360 Grad, fertig. Jetzt schiebe ich das auf die richtige Höhe. Kurve kann ich wieder löschen, transformieren, verschieben, Load auf 4 mm. Weil ich das unten aber auch machen möchte, werde ich den Abzugkörper gleich spiegeln um die Nulllinie. So, jetzt kann ich meinen Schraubenkopf markieren, Volumenkörperdifferenz und diese beiden Abzugkörper davon abziehen. Diese beiden Abzugkörper kann ich natürlich wieder in die Ebene Abzugkörper schieben und schon sehe ich, dass die Mutter fast fertig ist. Ich runde jetzt wieder sämtliche Kanten der Mutter ab, wie wir das beim Kopf gemacht haben. Kanten verrunden, Komma 15, so wie vorhin, alle Kanten wählen, bestätigen und schon ist der Kopf fast fertig bis auf das Gewinde. Und das Gewinde machen wir jetzt ganz einfach, indem wir den Schraubenschaft aktivieren und die Mutter dahin ziehen, wo das Gewinde komplett ist. Und jetzt sagen wir Volumenkörper, Differenz und ziehen das Gewinde davon ab. Die Mutter ist auch fertig. Jetzt blende ich noch die Ebene Schraube fertig ein und schon können wir unser Werk bewundern. Falls euch mein Video gefallen hat oder ihr eventuell noch ein Video sehen wollt mit anderen Schraubenköpfen, Torx oder Innensechskant als Beispiel oder Holz- oder Blechgewinde, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ich danke euch fürs Zuschauen und verabschiede mich, euer Klaus.